Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Einheit Solidarisches Wirtschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Mein Name ist Christina Bayer. Ich beschäftige mich mit solidarischem Wirtschaften seit über 20 Jahren. Zum einen praktisch, habe ich in mehreren Wohnungsgenossenschaften beispielsweise selber gelebt, auch welche mitgegründet, habe einmal in einem Kollektiv auch gearbeitet, Arbeiten ohne Chef und alle zum gleichen Lohn. Also bin selber sehr überzeugt von den Werten der solidarischen Wirtschaftsweise und habe mich auch wissenschaftlich damit beschäftigt. Zuletzt im Rahmen des Forschungsprojekts Solidarische Ökonomie in Nordhessen an der Universität Kassel. Wir haben dort 2008 einen Atlas erstellt zur solidarischen Ökonomie in dieser Region. Haben dort auch eine Methodik entwickelt der Kartierung und der Beratung. Darauf gehe ich später noch ein. Und seither bin ich aktiv auch im Forum Solidarische Ökonomie und anderen Zusammenhängen, die sich mit der Weiterentwicklung des Konzeptes beschäftigen. Sie lesen darunter schon die Ambivalenz der Moderne und die Kraft der Solidarität. Das soll ein bisschen meinen Zugang veranschaulichen. Ich versuche Ihnen das Konzept heute hier nahezubringen in Bezug auf die Konzeption der Moderne und auch auf die Probleme der Moderne. Solidarität selber ist ein Wert, das werden wir hinterher noch sehen, der sehr eng verwoben ist mit der Entstehung der Moderne und deren Konflikten. Darin liegt jetzt auch schon mal ein vorgegriffener Hinweis auf den Ausblick, also auf unser letztes Kapitel. Es wird darum gehen, in meinen Augen, den Begriff der Solidarität auch nochmal neu zu definieren gegenüber der Problematik, in der wir uns aktuell befinden. Die Lernziele dieser Einleitung habe ich definiert erstmal damit, dass Sie verstehen, dass solidarische Ökonomien mit der Moderne verbunden sind und auch mit deren Krise. Ja, also sie sind im Grunde genommen die Rückseite der modernen Entwicklung und sie stellen, das ist das Lernziel 3, einen Wert dar. Also Solidarität ist ein Wert und als solcher wird er auch in der Ökonomie dann diskutiert. Ja, hier ist ein Zitat von Thomas von Aquin, kein moderner Theoretiker, sondern aus dem Mittelalter, ein Theologe und Philosoph, der mit diesem Spruch auch schon darauf hingewiesen hat. Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen, aber wir haben die einfache Kunst verlernt, wie Brüder zu leben. Also der im Grunde schon auf diesen Widerspruch hinweist zwischen einerseits dem Fortschritt des Wissens und der Technik, ja, also dem technikorientierten Wissen und andererseits dem, was er jetzt hier einfache Kunst nennt, nämlich die Brüderlichkeit, die Menschlichkeit, die Geschwisterlichkeit. Also dieser Konflikt reicht im Grunde genommen schon weiter zurück als in das Zeitalter der Modernisierung. Er reicht dahin zurück, dass der Mensch im Grunde die Vernunft zum Leitprinzip seines Handelns gemacht hat und nicht mehr die Menschlichkeit. Bei Bertolt Brecht, das kennen Sie sicherlich alle, das Zitat, wird es dann auch wieder aufgenommen, der Begriff der Solidarität, vorwärts und nicht vergessen, beim Hungern und beim Essen. Die Solidarität, dort haben wir Solidarität als Kampfbegriff, der meint den Zusammenschluss der Ausgegrenzten, der Unterdrückten, derjenigen, die den Anschluss an die Entwicklung nicht genommen haben, die den Anschluss verpasst haben. Also ein ganz klarer politischer Kampfbegriff. Solidarität meint die Verbundenheit, ist ein Wert, der die Verbundenheit der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn wir uns die Welt in der aktuellen Situation anschauen, finden wir sehr wenig von dieser Verbundenheit, dafür aber sehr viel von der Spaltung. Sie können hier auf dem Bild sehen, einerseits die Architektur der modernen Großstadt, ein Kreuzfahrtschiff, ein Luxusliner auf der einen Seite, ein Flugzeug
Inbegriffe sozusagen unserer modernen Lebensweise und auf der anderen Seite angedeutet den schmelzenden Gletscher. Wir kriegen die Dinge im Moment ja gar nicht mehr übereinander. Ja? Wir leben in getrennten Lebenswelten. Zum einen haben wir die industrialisierte Welt, die sozusagen weiter so tut, als gäbe es kein Problem. Und auf der anderen Seite haben wir das Zusammenbrechen der Ökologie, der ökologischen Kreisläufe. Wir haben das Nebeneinander von Besitzenden und Besitzlosen. Wir haben die Entkoppelung letztendlich von solchen Größen wie Bruttoinlandsprodukt, von dem, was Menschen als Wohlbefinden oder Wohlergehen empfinden. Wir haben eine Entkoppelung letztendlich der technischen Entwicklung. Denken Sie an das, was wir gerade mit der Mobilitätswende diskutieren, Elektroauto oder selbstfahrendes Auto oder künstliche Intelligenz. Also dieser ganze Bereich verselbstständigt sich letztendlich gegenüber dem, was reale Wirtschaft ist oder was die realen Bedürfnisse der Menschen sind. Wir haben also weiterhin auf der einen Seite das Fortbestehen des unbegrenzten Wachstumsdogmas. Alles läuft wie bisher. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr die Symptome dessen, dass alles eben nicht mehr so läuft wie bisher. Hier auch nochmal: Zwei Welten prallen aufeinander, die Besitzlosen und die im Überfluss leben und deren Müll dann irgendwann bei denen landet, die nichts anderes haben. Aber wir haben die beiden Realitäten ja gar nicht mehr vor Augen, wir kriegen sie nicht mehr übereinander. Das heißt, die Verbundenheit dieser beiden Welten, die ist nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass der Begriff der Solidarität an dieser Stelle eine wichtige Rolle spielen kann, dass wir uns nämlich die Realitäten übereinander legen, dass wir eine Verbindung suchen zwischen dem, was wir an Problematik haben in der übertechnisierten, wachstumsorientierten Welt und auf der anderen Seite an Werten aus der Welt, die dort nicht mithalten kann. Klaus Schama hat das in seiner Theorie U sehr schön dargestellt, indem er diese Phänomene Entkopplung nennt. Ja? Also er sagt, wir befinden uns derzeit am ökologischen Abgrund, wir befinden uns am sozialen Abgrund und auch am spirituell-kulturellen Abgrund. Das ist sozusagen das, was man an der Oberfläche des Meeresspiegels sehen kann. Aber das, was darunter liegt, Sie kennen alle das Bild von dem Eisberg, der unter Wasser natürlich noch sehr viel größer ist als das, was man über Wasser sehen kann. Was darunter liegt, sind genau diese über Jahrhunderte entstandenen Abkopplungsmechanismen, wo wir einfach ein Auseinanderdriften der Realitäten haben. Und wenn Sie, damit komme ich nochmal zurück auf die Betrachtungsweise der Moderne, wenn Sie mal sehen, wie über die Moderne reflektiert worden ist, dann finden wir beispielsweise bei solchen Theoretikern wie Adorno das Zitat: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ja, und auch das Reflektieren darüber, dass der Widerspruch hingehend bis zu den beiden Weltkriegen von Anfang an in diesem modernen Entwicklungskonzept enthalten gewesen ist. Das heißt, wir befinden uns, wenn wir das einmal als Vorlage oder als Anknüpfungspunkt nehmen, wir befinden uns jetzt an einer Verlängerung sozusagen dieser Abgründe, die schon in den beiden Weltkriegen sich gezeigt haben und sich auch dort entladen haben in Form von massiver Gewalt und Zerstörung. Und wir befinden uns genau an dem Punkt, wo es darum gehen kann, dieses zu reflektieren. Ich erinnere mal an Ulrich Beck mit seiner reflexiven Moderne, der genau das auch zum Thema gemacht hat, zu sagen, die Moderne muss jetzt endlich dahin kommen, ihre eigenen Abgründe anzuschauen und zu reflektieren, weil sonst hat sie eigentlich keine Chance mehr, ihrer eigenen Zerstörung zu entkommen. Wie gesagt, denke ich, dass der Begriff der Solidarität an dieser Stelle ein sehr wichtiger sein kann, wenn er auch gebunden ist an die Entstehung der Moderne und an deren Zwiespalt sozusagen. Das sehen Sie, wenn Sie zurückdenken
an den Beginn der Industrialisierung, wo letztendlich grundgelegt wurde, das bis heute gültige Wirtschaftssystem mit den Eckpunkten Technik, technische Entwicklung, aber auch Kolonialisierung und Internationalisierung, was wir heute als Globalisierung kennen. Dort hat die Solidarität von Anfang an eine Rolle gespielt und sie ist damit auch gekoppelt an diese Moderne. Aber ich denke, es ist sinnvoll, das auch nochmal weiterzuentwickeln und zu fragen, welche Zukunftsorientierung liegt in dem Begriff der Solidarität, wenn wir sie verstehen als Verbundenheit oder als Bindung da, wo letztendlich über Jahrhunderte hinweg die Spaltung geherrscht hat. Ja, und sehr passend zu diesen Überlegungen hat jetzt der Kasseler Soziologe Heinz Bude ein Buch vorgelegt, genau jetzt im März 2019, zu dem Begriff Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Er tritt dort genau dafür ein, Solidarität wieder einzubringen in das gesellschaftspolitische Gespräch. Ja, er sagt, wir stehen im Grunde genommen jetzt im Moment am Ende einer Phase, die sich Neoliberalismus genannt hat, also angefangen bei Margaret Thatcher bis hin über Schröder bis hin zu Merkel, kann man vielleicht sagen. Es gibt aber jetzt schon den Hinweis darauf, dass diese Phase zu Ende geht. Und diese Phase war natürlich gekennzeichnet durch die Fokussierung auf den Einzelnen. Ja, also eine gute Gesellschaft wurde definiert im Neoliberalismus über den starken Einzelnen. Das heißt, der Neoliberalismus hat darauf gezielt, auch den Einzelnen zu stärken, beispielsweise durch Bildung oder durch die Herstellung sozialer Rechte. Wenn man aber jetzt auf das Ergebnis schaut, sieht man, dass die Ergebnisse nicht so eingetroffen sind, wie das Versprechen des Neoliberalismus gewesen ist. Denn am Ende dieser Phase haben wir eine größere Ungleichheit als jemals zuvor. Also die weltweite Ungleichheit an Einkommen, Vermögen ist derzeit größer als vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, von der Gesamtentwicklung gesehen war das Konzept des Neoliberalismus nicht sehr sinnvoll. Und Sie sehen auch im Moment anhand verschiedener Entwicklungen, beispielsweise das Erstarken des Populismus weltweit, dass es eine sehr hohe Unzufriedenheit gibt. Das heißt, eine sehr, sehr große Zahl von Menschen fühlt sich ausgeschlossen aus dem, was der Neoliberalismus geboten hat. Und es gibt jetzt noch dazu das Thema Klimawandel, was letztendlich teilweise Panik erzeugt, teilweise Menschen, die sich damit vielleicht nicht so beschäftigt haben, wie andere, die das im Studium kennenlernen oder so, denen das plötzlich auf die Füße zu fallen scheint und die sich auch die Frage zunehmend stellen, was hat das eigentlich alles gebracht? Und wo ist eigentlich das Gemeinsame geblieben? Ja, also Bude geht davon aus, dass es implizit auch in den Strömungen des Populismus, die wir ja weltweit haben, auch des Rechtspopulismus, dass dahinter eine Sehnsucht steht nach dem Gemeinsamen, nach dem Wir. Und das ist letztendlich aber den linken Bewegungen, also politisch linken oder sage ich mal an emanzipatorischen Werten gebundenen Gruppen derzeit nicht gelingt, den Begriff der Solidarität zu platzieren. Wir kennen den von Solidarność beispielsweise, ja, aber das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Im Moment gibt es letztendlich keine positive Besetzung aus einer linken Bewegung heraus des Begriffes Solidarität. Und das ist genau das, was Heinz Bude anstoßen möchte mit seinem Buch, indem er die These auch vertritt, Solidarität, das ist das Konzept für die Zukunft, denn mit Solidarität können wir es schaffen, gemeinsam auch wieder herauszukommen aus den Problemen, die wir jetzt weltweit haben. Und Fokus liegt eben auf gemeinsam, also nicht mehr dem Norden geht es ja gut und der Süden hat halt ein paar Probleme und die muss man halt ausgleichen, sondern gemeinsam heißt,
alle zusammen von ihrem jeweiligen Standpunkt aus, von ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Position aus, mit einem gemeinsamen Ziel. Und das ist in der Tat etwas komplett Neues oder wäre etwas komplett Neues, was letztendlich auch dazu beitragen könnte, die Verwerfungen, die der Neoliberalismus hervorgebracht hat, etwas abzumildern und eine neue Gesellschaftsformation zu entwickeln und herzustellen. Also die Solidarität hat noch eine große Zukunft möglicherweise vor sich. Ich möchte Ihnen kurz sagen, wie ich die Lerneinheit aufgebaut habe. Wie Sie schon gerade gesehen haben, möchte ich mich erstmal an den Begriff der Solidarität etwas herantasten und dem Wortursprung nachforschen, wo kommt der Begriff überhaupt her und welche Bedeutungen hat er, wie wurde er auch historisch genutzt. Dann wollen wir gucken, wo hat sich das solidarische Wirtschaften überhaupt entwickelt, in welchen Zusammenhängen, also in historischen Zusammenhängen und dann natürlich auch in theoretischen Zusammenhängen. Welche Konzepte sind da wichtig gewesen oder sind auch heute noch wichtig? Dann wollen wir auf Praxisfelder schauen, versuchen die wichtigsten Bereiche der Praxis ein bisschen zu beleuchten. Dabei geht es auch immer darum, strategische Bereiche herauszufiltern, also Bereiche beispielsweise in die Energie als Energiewende oder Ernährung, Mobilität. Das sind ja solche Hebel, die einfach auch gesellschaftlich wirksam sind, um eine großflächige Umsteuerung herstellen zu können. Dann wollen wir uns auch noch die internationale Dimension anschauen. Also was ist solidarisches Wirtschaften weltweit? Welche Positionen hat es? Welche Rolle spielt es möglicherweise bei der Transformation? Und am Ende möchte ich einen Ausblick geben auf die Herausforderungen solidarischen Wirtschaftens, so wie sie mir derzeit erscheinen.